Welcome to Every Monday Morning. It's episode 45 and the weather is so terrible I decided to make an in-house episode. So let's go to the Southern Rush office and talk with Chris Bachmann about the beginnings of the surf travel agency and his mindset on surfing. Ja, Aloha, hallo zusammen, mein Name ist Chris Bachmann. Ich bin der Gründer von Southern Rush, das Reisebüro. Das gibt es doch auch schon seit 1998, wir schreiben das Jahr 2017, sagen und schreiben 19 Jahre. Ich bin damals, ich habe irgendwie 1985 auf Snowboarden und bin die allererste Pipe reingedroppt, die es auf dem Titel gegeben hat. Dort hat es eine Piste gehabt, das war der N1. Und ich bin damals, das war mein allererster Hit in einer Halfpipe, so hoch rausgeflogen und einfach gerade und gerade ab zurückgekehrt auf ein riesiges Copping, dass ich mir das Becken angerissen habe. Und die Ärzte haben gesagt, Herr Bachmann und Chris, Snowboard in den nächsten paar Jahren nicht mehr ideal für dich. Und ich habe schon immer ins Ausland, bin dann plötzlich mit 20 Reiseleiter in Miami für ein Jahr, hatte jetzt das erste Mal das Surfbrett unter den Füßen gehabt. So viel, was macht man, wenn man nicht snowboarden kann. Und bin dann nach einem Jahr Florida, haben sie mich transferiert auf Hawaii und bin dann plötzlich zu Ahu gelandet, habe dort 4 Jahre gelebt, habe ein Reisebüro geführt, war Reiseleiter gewesen und habe dort so richtig South Shore Oahu surfen. Und bin dann irgendwie mit 25 in der Schweiz gestanden, völlig ahnungslos, was mache ich jetzt da? Ich habe Green Card für Amerika, soll ich zurück auf Hawaii. Soll ich da bleiben und habe dann ein Jobangebot von einem Windsurf-Reisebüro. Sie haben mich als Manager von diesen Windsurf-Reisen einstellen. Und dort haben sie einfach gesagt, hey, bevor ich Windsurf-Reisen verkaufe, was völlig nicht mein Ding ist, warum nicht auf Surf-Reisen verkaufen? Damals haben wir alle ausgelacht und gesagt, Chris, spinnst du eigentlich? Gibt ja gar keine Kunden. Kannst du nicht irgendwie Surfreisen verkaufen für keine Surfer, die da rum sind. Und mein grosses Credo damals war, es gibt 500.000 Snowboarder in der Schweiz. Und jeder von diesen 500.000 Snowboarder war ein potenzieller Kunde oder Kundin von mir. Ich habe angefangen, hat es noch gar keine mehr gegeben. Da bin ich irgendwie am Anfang, habe ich 40 Flüge gehabt, den ganzen Planeten, around the world ticket. Ich bin Surf-Destinationen anschauen, auf Basis von Tipps von Snowboard-Kollegen. Ich habe an der TF Costa Rica, dort hat irgendein Peter, ein Rancher an einem Strand XY. Und das waren recht abenteuerliche Reisen damals noch. Und die Leute haben dann irgendwie müssen zu uns kommen, weil man es im Internet noch nicht gefunden. Heute hat sich das Ganze total verändert natürlich. Heute findest du alles im Internet, es gibt hunderte, tausende Surfcamps. Aber wo wir stark geblieben sind, ist in der Beratung. Wir können die Leute richtig beraten, sodass sie mehr oder weniger das richtige Ort haben surfen. Surfen hat viel mit Natur zu tun für mich, Surfen hat viel mit Elementen zu tun. Surfen hat viel mit Kollegialität zu tun, Abenteuer. Und das möchte ich unseren Kunden nach wie vor vermitteln. Und darum findest du bei uns sehr selten ein grosses Surfcamp. Heutzutage im 17. der Grossteil von unseren Kunden sind wirklich Anfänger, das erste Mal auf ein Brett gehen. Wir haben aber jetzt gestern wieder einen Kollegen von mir, der ist ein sehr gestandener Surfer, der geht jetzt mit freudiger Erwartung auf Angola, weil er ist ein Goofy-Fahrer und Angola ist die geilste Linkswelle ohne Crowd. Und wo wir bekannt sind, dafür müssen wir eine extreme Erfahrung bei 19 Jahren. Und wissen genau, hey, dort hat es in diesem Monat fast keine Leute im Wasser, dort surfst du, wenn es wirklich um Surfen geht, jeden Tag deine besten Wellen. Und darum haben wir auch nach wie vor Leute, die schon gestandene Surfer sind, die können mit uns surfen. Aber der Hauptanteil von Kunden ist sicher ein Anfänger, eine Anfängerin, die das erste, das zweite oder das dritte Brett steht. Wenn wir einfach einmal pro Jahr surfen, du fährst eigentlich immer wieder am gleichen Punkt an, kommst nie richtig weiter. Und darum sagen wir den Leuten, die gehen vielleicht mehrmals im Jahr surfen, schauen, dass ihr mal ein bisschen länger an einen Ort hinkommt, wo es Wellen hat. Weil so kommst du wirklich rein.
Ich sehe auch ganz viele Leute, die dann vielleicht ihren Job an den Nagel hängen, ihren gut bezahlten Schweizer Job und sagen, hey, eigentlich ich komme mit viel weniger Geld durch. Dafür habe ich meine Surftime. Ich selber mache das seit, keine Ahnung, 15 Jahren so. Ich verbringe sicher meine 4-5 Monate irgendwann, wo es Wellen hat. Bringt für meine Business nicht so wahnsinnig schnell weiter, aber ich bin ein Mensch, der jetzt lebt und nicht erst irgendwie mit 65, wenn ich pensioniert bin. Also in meinem Fall hat mich Surfen sicher näher an die Natur gebracht, weil gerade dort, wo ich daheim in Brasilien kommt der Regenwald bis ins Meer runter, hast traumhafte Buchten. Am Morgen um 6 Uhr ist das eine Surfmeditation und ich hocke dann irgendwie allein in der Bucht aus. Es ist warm, ich höre Tiere aus dem Wald, ich habe eine Kommunikation mit einer Meeresgöttin, wenn ich ins Meer hineingehe. Und bin dann einfach die 2 Stunden, ja, das sind die schönsten Stunden vom Jahr, die ich dort verbringe. Und das gibt mir so brutal viel, dass ich sicher Danke sagen immer und dann probiere halt auch möglichst mit der Natur zu helfen. Ich bin ein sehr naturnäher Mensch, und ich glaube, das ist so sicher 50% auch schon. Sutton-Rush in der Schweiz, das ist nicht nur ein Reisebüro, mittlerweile sind das auch Guaraná-Pulver. Das ist natürliche Energie aus dem brasilianischen Regenwald. Das Projekt habe ich angefangen mit einem Traum, einen Regenwald zu schützen. Ein kleiner Helfer in Not, oder? Warum gibt es das hier bei uns? Ich selber wohne bei diesem roten Punkt oben da, seit 17 Jahren mit dem Küstenregenwald von Südamerika, dem atlantischen Regenwald. Und wenn ihr hier seht, das Grüne, das war der Regenwald, wo die Portugiesen gelandet sind, vor 500 Jahren. 500 Jahre später haben wir noch die paar roten Fleckchen, das heisst 94% weggeholzt. Die paar roten Fleckchen gibt es noch. Und als ich in diesem Regenwald gelandet bin, im Jahr 2000, habe ich mich erst einmal verliebt in den Regenwald und zweitens in die Tiere und drittens in die Leute. Und habe mich dann wirklich so ein bisschen autodidakt über den atlantischen Regenwald fortgebildet und gemerkt, der ist extrem artenreich. Wir haben gerade dort, wo ich wohne, haben Wissenschaftler einen Hektar abgelaufen, also 100 auf 100 Meter. Und haben innerhalb von diesen 100 auf 100 Meter haben sie 456 Baumarten gezählt. Nicht Bäume, Baumarten, verschiedene Arten. Das ist einfach zum zeigen, wie artenreich der Küstenregenwald ist. Es gibt extrem viel Medizin in diesem Regenwald, es gibt extrem viele endemische Arten, die es nur dort gibt. Und wenn du so viel weisst, plötzlich über eigentlich unsere Apotheke vom Planeten, über unsere Lungen vom Planeten, und merkst, hey, es gibt immer weniger davon, oder jetzt in dem Fall es gibt nur noch 60%, 94% weg. Du willst einfach nur noch helfen. Mein grosser Traum ist, die Guaraná-Pulver möglichst in vielen grossen Märkten zu verkaufen, dass viel Geld zurückkommt. Weil so können wir wirklich einen Regenwald kaufen und schützen. Allein mit den Verkäufen in der Schweiz haben wir jetzt letztes Jahr 10 Hektar Wald kaufen, in der Bahia, im Nordosten von Brasilien. Und das ist nichts, 10 Hektar sind 10 Fußballfelder. Aber im Kleinen funktioniert der Traum. Wir haben gleichzeitig mit der Chama AG, so heisst unsere Firma, haben wir eine NGO gegründet in Brasilien, die Atlantic Rainforest Institution. Und unter atlanticrainforest.org wird das Ganze ein bisschen beschrieben. Man kann dort eine Parzelle Regenwald kaufen, man kann dort seine Flüge offsetten. Wir haben die Page aber etwa vor 8 Jahren gebaut und sie ist nicht mehr so aktuell. Wenn ihr irgendwie das nächste Mal auf Bali fliegen oder weiss der Gucker woher, kann man dort schön irgendwie eine kleine Parzelle Regenwald schützen. Und in den nächsten 70 Jahren wird dann euch ein Flug offsettet. Thanks for watching the show. If you liked the episode, give us a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel. See you next Monday morning, approximately 9:25 Central European Time.